Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Mein Name ist Sebastian. Mein Name ist Jochen von Makita. Und wir schauen uns heute unglaubliche Weltneuheiten an. Eine handgeführte, akkubetriebene Handkreissäge mit 415 mm Sägeblatt mit Akku, Leute. Einen Schlagschrauber mit 4000 Newtonmeter, auch mit Akku. Und einen Werkzeugkoffer, der bis zu 12 Akkus gleichzeitig lädt. Und noch viel mehr. Jochen, was haben wir hier? Ist das noch eine Säge oder ist das schon ein halbes Sägewerk? Das ist ja der pure Wahnsinn. Ja, Sebastian, hier haben wir unsere neue HS013. Hier haben wir eine Weltneuheit dabei. Das ist die weltweit größte Makita Akku-Handkreissäge, die wir hier ganz neu auf der Messe Bau hier in München vorstellen. Wir haben hier eine Säge aus unserem 40 Volt Max-Programm XGT. Die Säge hat einen Sägeblattdurchmesser von 415 mm und dadurch eine Schnitttiefe von 158 mm. Wir können vorne mal schauen am Sägeblatt hier nach unten bis zur oberen Sägezahnspitze sogar 162 mm. Aber jetzt nochmal ganz wichtig, um es wirklich zu verstehen, das ist eine akkubetriebene Säge. Also du bist ja so ein bisschen drüber gegangen, ja, aber wir haben hier kein Netzkabel mehr. Es ist wirklich auch noch nur ein Akku, der hier dran ist, mit einem Sägeblattdurchmesser von 41,5 cm. In Millimeter, ja, aber 41,5 cm. Wir drehen das Gerät vielleicht mal, dass ihr das Sägeblatt mal in voll seht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja? Das ist das Sägeblatt. Hammer. Ja. Also das, so. Also da bekommt man schon Respekt. Ja, die Säge ist im Prinzip jetzt hier sogar mit einer höheren Schnitttiefe wie unsere netzbetriebenen Handkreissägen. Also wir haben jetzt hier aktuell die höchste Schnitttiefe sogar mit einer Akku-Handkreissäge. Und diese Akku-Handkreissäge ist sogar leichter, hat weniger Gewicht wie unsere netzbetriebenen Handkreissägen. Wir haben hier je nach Akku-Variante zwischen 11 und 12 Kilo. Das sind unsere netzbetriebenen Geräte sogar schwerer wie hier. Hat natürlich auch damit zu tun, die einen oder anderen, die sich schon ein paar Sachen angeschaut haben mit unseren XGT-Geräten, werden es vielleicht auch schon wissen. Ansonsten sage ich nochmal ganz kurz, alle XGT-Geräte, hier 40 Volt Max-Serie, haben wir den Metalldruckguss in etwas dunklerer Farbe. Und das hängt damit zusammen, wir haben hier einen Magnesiumdruckguss und dadurch auch nochmal eine Gewichtsersparnis an den XGT-Geräten und macht sich natürlich hier auch bemerkbar bei der Akku-Handkreissäge. Also wir haben hier die Absaugung und ansonsten ist es so, dass wir eigentlich auch mal schneiden könnten, ja? Wir können auch mal schneiden und weil du sagst mit der Absaugung, wir haben auch hier sogar serienmäßig verbaut in den Modellen HS013 unser AWS-Modul, Automatic Wireless System. Das heißt, wir können mittels unseren Bluetooth-Adaptern können wir die Säge koppeln mit natürlich Bluetooth-fähigen Makita-Saugern oder aber auch mittels Adapter mit jedem handelsüblichen Staubsauger verbinden. Das ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Gerät, aber jetzt wollen wir uns den Schnitt mal anschauen. Also wir haben jetzt gerade zwei Sachen gesehen. Nummer eins, wir haben eine absolut beeindruckende Schnittleistung. Wir haben hier wirklich 16 cm Höhe und das hat ja wirklich spielend leicht geschnitten. Und vor allem interessant fand ich die Laufruhe. Weil man hat ja auch gesehen, der Kollege hat das hier ganz entspannt vor sich hingeschnitten. Es gab auch kein, jetzt muss ich mich noch ganz doll anstrengen, sondern das macht halt die Maschine, man führt sie eben nur. Ja. Und das finde ich enorm krass. Ja. Weil in der Größe muss und sollte man auch Respekt haben, aber die Maschine muss auch vernünftig zu führen sein. Und das ist sie offensichtlich. Ja, ich freue mich sehr, sie demnächst im Studio zu haben. Ja. Vielleicht noch, wir haben auch hier diesen Ständer noch serienmäßig im Lieferumfang mit dabei, wo man die Maschine dann eben entweder oben drauf platzieren kann oder sogar hier so schräg einstellen, um tatsächlich auch rückenschonend arbeiten zu können mit der Maschine. Jochen, wir haben eben bei der Säge gefühlt schon komplett übertrieben, aber jetzt geht es hier komplett weiter. Wir haben hier ein 80 Volt Gerät, 72,5 Joule. 72,8 Joule Schlagenergie. Wir haben hier unseren größten Abbruchhammer, Stemmhammer jetzt in Akku.
Irre. Wir sagen mittlerweile kompromisslos ohne Kabel. Solche Geräte hatten wir schon bis dato als netzbetriebene Kabelvariante im Sortiment. Jetzt natürlich durch unser XGT-Programm haben wir hier die Möglichkeit mit auch 2 Akkus, also hier 2x40 Volt, sprich 80 Volt, sowas wirklich zu betreiben mit vergleichbarer Leistung wie die strombetriebenen Geräte. Das Gerät hat auch noch tolle Zusatzfeatures. Wir haben hier einen Sanftanlauf, das heißt, wenn ich also starte, dann geht die Drehzahl langsam nach oben. Dann haben wir hier noch ein sogenanntes Soft No Load. Soft No Load heißt bei uns, dass quasi der Meißel erst beginnt zu schlagen, wenn er einen Widerstand hat. Ja, verstehe. Dadurch haben wir ein leichteres Ansetzen, gerade bei so Abbrucharbeiten einfach nochmal angenehmer. Und das Ganze auch für den jeweiligen Anwender dann auch nochmal mit Vibrationsreduktion. Also wir haben hier unser unsere Antivibrationstechnologie verbaut. Auch Automatic Wireless System, wollte ich jetzt schon sagen, haben wir auch mit drin. Also sogar nochmal ein zusätzliches Feature. Aber die Antivibrationstechnologie ist also tatsächlich, wenn wir hier mal so drücken, sehen wir also gefedertes Gehäuse und ordentlich. sogar innermotorisch das Ganze nochmal Schwingungen reduziert. Okay. Also wirklich ein krasses Gerät. Also das hätte mir jemand vor 2 Jahren gesagt, dass wir so ein Gerät sehen mit Akku, hätte ich nicht geglaubt. Ja. Und vielleicht sogar Bin ich selbst ganz bei du dir. selber noch gar nicht, weil man sieht jetzt wirklich, was XGT halt, was die Entwicklung von XGT bedeutet, eben, dass das sowas überhaupt erstmal möglich ist. Ja. Ja, das finde ich echt erstaunlich und ich auch sehr, sehr cool. Eine Frage, hier oben sehe ich Bluetooth. Wozu brauche ich das? Ja, das wäre eben dieses AWS-Modul. Also wir können auch hier tatsächlich eine Staubabsaugung mit anschließen, um dann dementsprechend staubärmer zu arbeiten. Gut, wenn das in Innenbereichen sein sollte, dann haben wir die Möglichkeit. Das können wir euch heute aber nicht zeigen. Sebastian, hier haben wir eine Neuheit, Weltneuheit auch mit dabei, hier auf dem Messestand auf der Bau in München. Wir haben hier unsere neuen Akkuladekoffer dabei. Weil man muss ja sagen, wir haben immer und immer mehr akkubetriebene Geräte auf der Baustelle und im Zweifel muss ich ja 2, 3, 4, 5 Akkus gleichzeitig aufladen. Und da ist es ja in der Vergangenheit so gewesen, ich habe dann Überladegeräte vielleicht liegen gehabt und das ist jetzt die Lösung. Ja. Also wir haben zwar auch schon Mehrfachladegeräte, Doppelladegeräte, Vierfachladegeräte, aber trotz allem, die müssen natürlich immer manuell bedient werden. Hier haben wir jetzt quasi die Möglichkeit mit unseren Ladekoffern, die in 2 Ausführungen dann erhältlich sind, wirklich eine Vielzahl an Akkus quasi auf einmal aufzuladen. Sprich, ich kann hier mit den Ladekoffern über Nacht mein komplettes Akkusortiment aufladen und kann aber dann auch diese komplette Range an Akkus mit dem Koffer transportieren. Also die Koffer an sich haben die Konfiguration wie unsere Werkzeugkoffer. Das heißt, jede unserer Maschinen, die jetzt in einem Macpac-Koffer ausgeliefert werden, lassen sich dann mit diesen Akkuladekoffern verbinden. Beziehungsweise natürlich auch ein Vorteil, viele haben ja auch Fahrzeugeinrichtungen, viele Handwerksbetriebe haben Fahrzeugeinrichtungen, wo die Koffer dann eben ordnungsgemäß untergebracht werden. Und hier lässt sich natürlich dann eigentlich jetzt auch der Akku in diesem Ladekoffer im Fahrzeugsystem dann wirklich ordnungsgemäß unterbringen. Warum 2 Varianten? Wir haben also eine Variante zweireihig. Hier können also maximal 8 Akkus können hier aufgeladen werden. Und hier haben wir auch quasi XGT 40 Volt Max Steckplätze. Es lassen sich alle Kapazitäten, also sprich alle Größen laden. In Verbindung mit unserem ADP10 Akkuladeadapter lassen sich hier auch unsere 18 Volt LXT-Akkus laden. Also ich kann hier sogar beide Akkusysteme jetzt mit diesem Ladekoffer dann laden. Genau, das wäre der ADP10, unser Ladeadapter, den es auch schon seit Beginn ab gibt. Und der lässt sich hier quasi auch damit kombinieren. Wenn ich jetzt rein im XGT 40 Volt Max Programm unterwegs bin, dann haben wir mit der zweiten Variante hier sogar in 3 Reihen die Möglichkeit, maximal 12 Akkus auf einmal hier zu laden, wobei der Ladevorgang
der beschränkt sich immer auf 4 Akkus, also 4 Akkus laden und sobald dann einer davon voll wird, springt es um auf die nächste Reihe. Wir haben auch hier das beschrieben mit Reihe 1, 2, 3 und dann wird er quasi jetzt, wenn die Reihe 1, 4 voll wird, umschalten auf die Reihe 2 und dann dementsprechend Reihe 3. Hier allerdings müssen wir dazu sagen, können wir bis maximal 4 Ampere-Stunden Kapazität laden. Das wäre auch meine Frage. Wenn wir da reinschauen, dann sehen wir eben platzbedingt passen da keine 5 Ampere, 8 Ampere und auch kein ADP-10-Adapter, sprich keine 18 Volt Akkus. Ja. Das heißt also, wenn ich die großen Akkus laden möchte oder 18 Volt, dann eher den zweireihigen. Genau. Ja? Oder wenn ich halt nur in diesem Bereich unterwegs bin oder auch kleinere, dann kann ich den dreireihigen nehmen. Der gängigste Akkutyp aus der XGT-Serie ist tatsächlich der 4 Ampere-Stunden Akku. Dadurch, wenn ich sage nur XGT, habe ich natürlich hier mit 3 Reihen 12 Akkus dann morgens eigentlich, wenn ich sage, über Nacht laden morgens zur Verfügung. Die Typenbezeichnungen wären BCC01 für den zweireihigen und BCC02 für den dreireihigen. Und beide Modelle haben einen halbtransparenten Deckel, dass ich also auch in geschlossenem Zustand hier meine LED-Leuchten quasi sehe, ob die Akkus gerade geladen werden oder voll sind mittels der LED-Anzeige. Wie sieht es hier mit dem Thema Kühlung aus? Also kann ich es wirklich geschlossen laden oder muss ich es aufmachen? Ich kann es geschlossen laden. Wir haben allerdings keine aktive Kühlung, dadurch auch etwas längere Ladezeiten, wenn man das so sagen kann, denn bei Makita sind die Ladezeiten eigentlich von Haus aus relativ kurz. Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, wenn ich mit dem Adapter 18 Volt Akkus, unsere gängigsten Typen 5 Ampere lade, dann habe ich bei 4 Stück eine Ladedauer von 135 Minuten. 135 Minuten, das ist echt nicht viel. Also für 4 Akkus. Ja, nee, ist klar. Aber es ist natürlich eine gängige Frage, was ist denn es eigentlich? Muss ich es aufmachen? Muss ich es geschlossen haben? Und ich finde es wirklich eine geniale Lösung, dass ich sage, okay, ich habe es wirklich zu, Strom ran, aufladen, fertig. Ja, das macht total Sinn. Lassen sich auch leicht transportieren. Wir haben an beiden Seiten hier nochmal seitlich diese Griffe mit dran, dass sich der Koffer leicht transportieren lässt. Und jetzt im Ladevorgang kann auch der Deckel abgenommen werden. Also wenn ich möchte, kann der Koffer auch tatsächlich ohne aufgeklapptem, also mit entferntem Deckel dann aufgestellt werden. Jochen, manchmal mag man die Zahlen, die da dran stehen, gar nicht glauben. Weil wir haben jetzt hier einen Schlagschrauber mit Akku, ohne Druckluft, ja, ohne Netzkabel mit 4000 Newtonmeter. Die Zahlen stehen hier an unseren Typenschildern. Ja. Tatsächlich auch hier eine Weltneuheit. Wir haben dabei unseren neuen Akkuschlagschrauber TW010. Wir haben hier einen Schlagschrauber mit einer 1 Zoll Aufnahme. Auch sowas war bis dato nur in unserem netzbetriebenen Programm erhältlich. Jetzt neu auch in der XGT 40 Volt Max Akkuserie. Und wir haben also hier ein Anzugsdrehmoment von 3150 Newtonmeter und sogar ein Lösedrehmoment, wie du sagtest, von 4000 Newtonmetern. Irre. Also wir bewegen uns da natürlich jetzt auch in Bereichen und vor allem in Bereichen mit Akku, die uns eigentlich nur durch die XGT 40 Volt Max Serie möglich wurde. Das Gerät an sich hat auch wieder, wie man das auch von kleineren Modellen kennt, verschiedene Modis zum Einstellen. Also ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, ich kann den Modi einstellen, dass ich beim Schrauben lösen einen kurzen Stopp verursache. Also sprich, die Mutter wird angelöst und wenn das Drehmoment abfällt, dann wird die Maschine kurz stoppen, um eben zu verhindern, dass die Mutter runterfällt oder rausfällt. Einfach mal als Beispiel. An sich, was ich jetzt auch ganz toll finde, dass wir hier bei der Maschine vorne einmal komplett ringsrum eine Beleuchtung haben, also sprich keine punktuelle, sondern genau die LED, wenn man kurz drauf drückt, sieht man, geht also ringsrum dieser Ring, wir können es vielleicht auch mal kurz so nach vorne halten, kann man sehen, dass wir ringsrum die Beleuchtung auf der Stelle vorne haben. Die Beleuchtung lässt sich sogar in 3 Stufen, lässt die sich reduzieren, wenn man möchte. Und auch bei natürlich so einem
großen, schweren Gerät haben wir hier oben serienmäßig die Möglichkeit, mit diesem Aufhängering das Gerät an einem Hebezeug oder Balancer etc. Aufzuhängen, dass quasi das Gewicht dann hängt und nicht getragen werden muss bei dem. Ja. Für die Zuschauer nochmal vielleicht die Frage, was ist der klassische Einsatzzweck von so einem, ja, man kann eigentlich schon Monster sagen? Ja, ja. Also hier haben wir natürlich extrem große Verschraubungen, Maschinenbau etc., wo einfach ja, bisher Druckluftgeräte verwendet werden, aber natürlich auch hier wieder schön, Akkugerät, ich habe keinen Luftschlauch mehr, ja, absolut. Der dementsprechend dann auch nicht im Weg sein kann. Genau. Ja. Und auch wenn man sagt, das ist häufig auch ein stationärer Einsatz, ist es trotzdem schön, eben diesen Schlauch nicht dabei zu haben. Genau. Das ist auch ein Wartungsthema und auch ein Kostenthema natürlich. Aber bitte für euch, nutzt das bitte nicht für euren Räderwechsel. Dann sind die Räder ab. Ja, aber sowas von. Was macht man, wenn man ein großes Moniereisen hat von einer amtlichen Größe, möchte das durchtrennen? Ganz einfach, man macht es mit einem Makita Moniereisenschneider. Genau. Wirklich erstaunlich, bis zu welcher Größe sowas heutzutage möglich ist mit Akku. Der Akku-Moniereisenschneider hier hat eine Leistung von 3 mm bis hier Maximum 16 mm. Und das Ganze funktioniert hydraulisch. Dadurch habe ich natürlich auch keinen Span beim Trennen von dem Moniereisen, denn der ein oder andere kennt vielleicht auch hier unseren Moniereisenschneider, also genau dieselbe Bezeichnung, Moniereisenschneider, aber mittels Sägeblatt. Das heißt, hier habe ich zwar auch die Möglichkeit, einfach Moniereisen zu kürzen, aber es entsteht ein Span. Wenn kein Span quasi gewünscht wird, dann habe ich natürlich hier bei dem Moniereisenschneider jetzt neu aus unserer 40 Volt Max XGT-Serie. Den gibt es auch schon viele Jahre im 18 Volt Programm LXT. Wir wollten den aber einfach auch mal hier zeigen, weil viele können sich gar nichts darunter vorstellen, genau, unter diesem etwas futuristisch anmutenden Gerät mit der Hydraulik hier vorne. Der Kopf übrigens lässt sich auch in 360 Grad drehen. Das heißt, ich habe immer die optimale Position des Geräts zu bedienen, dadurch, dass man den Kopf um 360 Grad drehen kann. Hier jetzt auch ganz interessant, weil ich gesagt habe, wir haben es auch in 18 Volt. Hier in 40 Volt geht das Ganze natürlich etwas schneller. Wir haben hier einfach eine Leistungsreserve. Hier dauert der Vorgang 1,7 Sekunden im Vergleich zu 2,8 Sekunden mit dem 18 Volt Gerät. Ich sage mal, ob es jetzt darauf ankommt, weiß ich nicht, aber es geht. Und ich habe eben da kann man Schnitt dazu sagen, ich habe eben den Trennvorgang vielleicht eher wirklich selbst mal gemacht. Und das Interessante daran ist, dass es sehr unaufgeregt ist. Ja, man setzt das an, man braucht eigentlich auch uneilig keine Kraft, muss jetzt auch nicht dagegenhalten oder so, sondern das macht die Maschine selber, trennt das einfach und dann habe ich wirklich hier zum Beispiel so einen kleinen Abschnitt gemacht. Und ich finde das super erstaunlich, und weil was ich daran mag, ist, es ist kein Funke, kein Winkelschleifer, kein Span, kein gar nichts, sondern ich kann einfach ansetzen, trennen, weitermachen und das in 1,7 Sekunden. Unfassbar. Und relativ einfach im Vergleich zu einem manuellen Ablenken von... Also manuell möchte ich das auf keinen Fall machen. Ich auch nicht. Letztes Jahr noch angekündigt, dieses Jahr wirklich auf dem Markt. Sebastian, letztes Jahr auf der Messe Holzhandwerk angekündigt. Genau. Für nächstes Jahr, sprich jetzt 2025, haben wir hier auf der Messe Bau in München dabei unseren Akku-Nagler aus dem LXT-Programm, 18 Volt, DBN 900. Und wir haben hier einen Nagler, der rein akkubetrieben funktioniert. Das heißt, wir brauchen keine Gaskartusche und haben hier ein Magazin für Streifennägel bis maximal 90 mm. Der wäre jetzt hier geeignet für die D-Kopfnägel mit einem 30-Grad-Winkel. Bei dem Gerät haben wir serienmäßig jetzt hier das Magazin dran, wo also zwischen 51 und 58 Nägel je nach Größe reinpassen. Ja. Da möchte ich gleich noch mit hinterher schieben. Also wir haben in Planung, es wird auch ein Sonderzubehör, längeres Magazin für bis maximal 97 Nägel dann geben. Oha. Das Gerät an sich technisch hat Einzelschuss- oder Serienschussauslösung mittels vorne der Kontaktspitze dann
Also wir können quasi mit manuell einmal abdrücken, schießen oder eben dann über die Kontaktspitze. Die Tiefe des Nagels lässt sich hier ganz einfach vorne an dem Drehrad einstellen. Und wenn du möchtest, kannst du gerne auch mal einen Nagelvorgang. Ich probiere es gleich mal aus, aber für euch nochmal, wir haben hier wirklich 9 cm lange Nägel, das ist schon erstaunlich, mit Akku, die ich jetzt hier einfach mal reinwemse. Jochen, vielen Dank, dass du uns das alles gezeigt hast. Ihr macht mal bitte Folgendes. Ihr schreibt bitte in die Kommentare, wovon wollt ihr noch mehr sehen. Dann hole ich mir das alles ins Studio, schaue mir das an. Wir sehen uns wahrscheinlich spätestens auf der nächsten Messe. Und solange für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.